Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier jetzt im Hafen. Bom dia! Wir sind hier jetzt im Hafen von Huelva. Da rechts kann man eine Eisenbahnbrücke sehen, glaube ich zumindest. Und wir fahren jetzt auf einem sehr gut befestigten Radweg Richtung Fähre. Und wo geht's dann hin? Tenerife! So, wir sind am Puerto de Huelva. Puerto, also am Hafen. Und da hinten stehen so diese gelben, ich weiß nicht, sind das so Fährkräne. Und hier geht so diese, was Fabian als Eisenbahnbrücke betitelt hat, dass es wahrscheinlich keine Eisenbahnbrücke ist, weil es im Meer aufhört. Nee, das ist keine Eisenbahnbrücke. Nee. Da steht ja auch eine. Oder es war vielleicht mal eine Eisenbahnbrücke. Auf jeden Fall müssen wir jetzt aber noch bestimmt so 12 Kilometer in die Richtung. Gut, dann machen wir das jetzt. Das ist das Stadion. Fabi, das Stadion. Hier kommt noch ein Stadion. Hier werden jetzt die Fußballfans befriedigt. Ich mag keinen Fußball. Erbaut im Jahre 1929 erinnert diese Statue an Kolumbus' Überfahrt von Huelva nach Amerika. Im Hafen von Huelva stärken wir uns ein letztes Mal und ziehen weiter durch bis zur Fähre. Ja, wir fahren jetzt durch ein riesengroßes Industriegebiet. Beeindruckend. Habe ich noch nie so ein großes Teil gesehen. Ja. Und gleich sind wir bei der Fähre. So, wir sind jetzt schon quasi halb eingecheckt. Wir sind jetzt vor den ganzen Autos und wir wurden gerade mit Spürhunden, Drogenhunden durchsucht. Also unsere Taschen, unsere Fahrräder. Und ich habe gesagt, also ich habe einen Fahrradhelm auf dem Kopf und schiebe mein Fahrrad auf eine Fähre. Wenn jemand nicht nach Drogen aussieht, dann bin ich das ja wohl, oder? Aber ich sehe also gefährlich aus. Ja, mit deiner Halbglatze, genau. Marie Curie heißt unser Schiff. Marie Curie. Nachdem unsere Tickets kontrolliert wurden, bringt uns ein Mitarbeiter zusammen mit den restlichen Fußpassagieren sicher an Bord. Unsere Fahrräder müssen natürlich unten bei den Autos bleiben. Dementsprechend wird alles gut abgeschlossen und unsere Wertsachen kommen alle mit nach oben. Da haben wir schon eine Menge zu schleppen. Das hier ist unser Platz. Hier haben wir unser Gepäck verstaut. Unsere Fahrräder mussten ja unten bleiben. Und das sind unsere Plätze. Während die Tickets pro Person ungefähr 100 € kosten, muss man für eine Schlafkabine nochmals 300 € Aufpreis zahlen. Das ist uns natürlich viel zu teuer, weshalb wir unsere Isomatten einfach auf dem Boden ausbreiten. Das macht hier sowieso jeder Zweite. Aber Achtung, eine Überfahrt mit der Fähre auf die Kanaren dauert ungefähr 40 Stunden. Das bedeutet zweimal Schlafen und eine Menge Zeit. Hola, Tenerife, Tenerife. Ziemlich gerädert von der langen Überfahrt erreichen wir die Hauptstadt Santa Cruz und wollen nur noch in unsere Unterkunft. Diese haben wir uns genommen, da ich mich ziemlich stark erkältet habe. So, wir sind jetzt hier am Hafen in Santa Cruz und
fahren jetzt wieder los. Wie ihr sehen könnt, nach einem Tag Pause. Vor uns liegt das Anaga-Gebirge und ihr seht wahrscheinlich im Hintergrund die großen Berge. Da geht es für uns jetzt rein. Wir fahren jetzt aber erstmal Richtung Las Teresitas. Das ist hier der berühmteste Strand. Und schauen, ob wir da heute Abend irgendwo schlafen können. Links ist der Radweg, links ist der Radweg. Boah, guck dir mal an, die ganzen Geschäfte hier links. Rüberbekommen ist ein bisschen schwer. Fabian geht Benzin holen. Genau. Ja, Punkt. Fabian geht Benzin holen. Und da sieht man alles Berge vom Anaga-Gebirge. 45 Cent für 0,3 Liter Benzin. Damit kommen wir jetzt erstmal eine Woche wieder aus. Komplett voll das Ding. Cool. Für morgens Kaffee und abends ordentlich kochen reicht es 7 Tage, aber nicht länger. Keine Ahnung, was andere Radreisende mit 3 Wochen meinen. Wir schaffen das nicht. Mit den Bergen auf der linken und dem Meer auf der rechten Seite fahren wir weiter Richtung Pass. Zugegeben haben die Berge uns schon ordentlich Angst eingejagt, aber was soll's, umdrehen kann man ja immer. So, wir haben unseren ersten Schlafplatz für die erste Wildnacht auf Teneriffa gefunden. Das ist jetzt einfach hier. Wir haben da vorne gerade mit den Leuten aus dem weißen Campervan, hier sind ganz viele so alternative Leute, haben wir gefragt, ob wir hier bleiben können. Die meinten, hier wurde seit 3 Tagen nicht kontrolliert. Und morgen geht es dann hier hoch, hier sieht man schon die Straße darüber und dann geht es über unseren ersten Pass, denn es warten natürlich viele Pässe auf uns, auf den Kanaren. Ja, wir sind schon sehr gespannt. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Wir wurden heute aus dem Hotel rausgeschmissen, weil weil die hatten übers Wochenende kein Zimmer mehr frei, deswegen wurden wir einen Tag verfügt rausgebracht. Aber so ist das nun mal jetzt. So, jetzt entspannen wir uns. Was soll ich jetzt sagen? Dass du die Fahrräder zusammenschließt. Ich schließe jetzt die Fahrräder zusammen und dann komme ich ins Zelt. Okay. Ja, gerade hat es einen Regenguss gegeben. Dann haben wir schnell das Zelt schon aufgebaut, obwohl es noch helllichter Tag ist. Aber ich glaube, dass wir hier safe sind und keiner uns verscheuchen wird. Von daher haben wir das Risiko jetzt mal in Kauf genommen. Ja, und wir haben uns jetzt hier in dieser riesigen Apside gemütlich gemacht. Franzi sitzt im Innenzelt, schneidet Salami. Ich habe hier so ein riesengroßes Brot. Dann machen wir heute Sandwiches. Wir haben Salat, Tomaten. Mais haben wir noch vom Vortag. Und Fabi macht Spiegelei. Und hier haben wir Eier. Da mache ich jetzt den Kocher draußen an. Und mache noch leckere Spiegeleier, dann werden das ziemlich geile Sandwiches werden. Ja, und dann werden wir den Tag ausklingen lassen. Wir haben ja richtig viel Zeit heute. Jo, ganz entspannt. Am Fuße des Anaga-Gebirges, direkt in San Andrés mit dem berühmten Strand Playa de las Teresitas, aufgebaut zwischen alternativen Vanleuten, Kreuzfahrt und Frachtschiffen, kommt so richtiges Inselfeeling in uns auf. Ja, da vorne geht der Herr mit seinem kleinen Hund daneben. Der hat uns wohl von da oben, von der Straße, unser Zelt gesehen. Und das ist unglaublich, was gerade passiert ist. Er ist hergekommen und spricht auch nur Spanisch. Wir haben uns da mit Händen und Füßen unterhalten und hat uns dann erzählt, also er ist auch schon hier über das Ágada-Gebirge gefahren, auch schon in Teide mit dem Fahrrad. Und ja, dann hat er uns hier diese Tüte voller Lebensmittel gegeben. Und wenn wir das richtig verstanden haben, hat er halt gesagt, er hat uns von oben gesehen. Ist jetzt hier runtergekommen mit seinem Hund und ja, findet es irgendwie toll, was wir machen mit den Fahrrädern und hat unser Zelt gesehen. Und dann wollte er uns die Lebensmittel bringen. Es ist der Hammer, was da alles drin ist. Nudeln, nochmal Nudeln, frisches Obst und Gemüse, Tomaten. Käse. Oh, Käse ist noch eingepackt, wie süß. Wir sind gerade ein bisschen sprachlos, dass uns das hier passiert ist. Also Hammer, mega der nette Mensch.
Ui, ist das warm. Was zeigt dein Sigma? 28 Grad in der Sonne. Also mein Sigma zeigt 33,9 Grad. Ich habe gewonnen. Erholt von der gestrigen Nacht wagen wir am nächsten Morgen den Aufstieg. Geht gut ab hier. Aber alles zu schaffen, bis jetzt. Ei, was haben wir uns hier aufgehalst? Da hinten die Serpentinen müssen wir komplett nach oben fahren. Ei. Ja, ich würde sagen, wir haben es jetzt geschafft. Jedenfalls die Hälfte von dem Anstieg. Wir werden heute hier oben irgendwo das Zelt aufbauen oder in die Alberge gehen. Wir wissen es noch nicht. Franzi ist ein bisschen K.O. Das war ein bisschen was her, aber ich glaube, der Ausblick, der macht sie wieder ein bisschen glücklich. Während die Jugendherberge leider geschlossen hat, entschließen wir unser Zelt direkt darunter aufzubauen. Hier oben in den Bergen sind wir völlig alleine. Währenddessen breitet sich um uns herum ein sehr dichter Nebel aus. Haben wir es gleich? Völlig erschöpft kuschelt sich Franzi in ihren Schlafsack. Da ich noch genügend Kraft habe, koche ich für sie einen Tee und anschließend das Abendessen. Ehrensache. Das ist das Schöne, wenn man so eine Reise zu zweit erleben darf. Wenn der eine nicht mehr kann, fängt der andere diesen eben auf. Moin! So, nachdem wir die Nacht gut verbracht haben, es war sehr ruhig und schön hier oben, genießen wir jetzt nochmal den tollen Ausblick und fahren dann den Pass weiter. Franzi ist da hinten. Ja, und hier sieht man nochmal wunderbar über Teneriffa. Teneriffa ist Norden. Teneriffa ist Nordosten. Regeneriert und ausgeschlafen treten wir den zweiten Tag unserer Etappe an und genießen atemberaubende Landschaftsbilder mit traumhaften Ausblicken. Teneriffas Natur ist extrem vielseitig. Während das Anaga-Gebirge im Nordosten vor Grün nur so protzt, gleicht es im Süden eher einer Wüstenlandschaft. Während es im Norden deutlich kälter ist und mehr regnet, ist der Süden von Trockenheit und höherer Temperatur geprägt. No son eléctricos, madre mía. Ah, pero no habla español. No eléctrico, no eléctrico. Aren't you, you aren't electric. No, No electric. It's fantastic. Ja. Hope you're healthy. muchas Gracias. So, wir sind jetzt hier 1 Kilometer vorm höchsten Punkt, also vorm Gipfel. Danach würde es definitiv nur noch runtergehen. Und dreimal dürft ihr raten, was gerade passiert ist. Tadam! Fabian hat einen platten Hinterreifen. Aber den kriegen wir jetzt auch gewechselt. Ist ja gar kein Problem für uns. Den 1 Kilometer, den kriegen wir auch noch hin. Das wird jetzt noch eine knackige Steigerung von 20% werden. Und dann haben wir das Anaga-Gebirge bezwungen. So, einmal kurz hier anhalten beim Schild. Also, wir müssen diese Straße tatsächlich folgen, weil die gelbe, die führt uns nicht
Richtung Campingplatz. Die führt uns wieder Richtung komplett Nordosten. Wir fahren jetzt erstmal runter bis nach Las Mercedes. Ja, ich sehe das. Dann die orange Straße, Tegueste, Tamarco. Ich glaube, du meinst, der ist irgendwo bei Bajamar. Nee, weil durch Tegueste müssen wir durch. Ja, Tamarco. Wir sind unten. Wir sind jetzt in Las Mercedes und wir haben das Anaga-Gebirge bezogen. Hola, Señorita. Was soll ich mal sagen? Vielleicht sagst du mal, wo wir sind. Ja, wir sind jetzt hier am Meer. Den Ort habe ich jetzt gerade leider vergessen. Aber wir sind hier auf einem wunderschönen Campingplatz und ja, bleiben jetzt 3 Tage hier und danach fahren wir den Teide hoch. Genau, das ist hier ein sehr schöner Campingplatz. Es ist so ein Agrokultur-Campingplatz und hier laufen überall ganz viele Tierchen rum, Enten und Truthähne und Fasane. Ja, man zeltet hier quasi inmitten so einer Palmenlandschaft, die hier gepflanzt wurde. Man sieht von hier aus den Teide und das ist sehr beeindruckend. Ich muss die Kamera mal umstellen, glaube ich, damit ihr das besser seht. So, wir verlassen jetzt nach 2 Tagen den schönen Campingplatz. Wir haben eine schöne Zeit gehabt, haben uns erholt vom Gebirge und wir verlassen jetzt hier auch das Anaga-Gebirge. Da kann man noch mal schön die Berge sehen. Heute wollen wir in Puerto de la Cruz ankommen. Das sind ca. 30 Kilometer mit 600 Höhenmetern. Also Fabi hat hier gerade mega den Ausraster, sitzt er da jetzt und will an dieser Hauptstraße bei diesem Wind jetzt unbedingt seinen Reifen prüfen, weil er natürlich wieder einen Platten hat. Er kriegt jeden Tag einen Platten. Wir müssen uns da jetzt unbedingt drum kümmern. Es bringt jetzt halt nichts, sich hier an der Hauptstraße hinzusetzen und zu schmollen und unbedingt jetzt rausfinden zu wollen, wo das Problem ist. Bau einfach einen neuen Schlauch ein und wir müssen zur Unterkunft. Mach diese Scheiße jetzt aus. Schlauch, nichts in der Felge und trotzdem habe ich einen Platten. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Jeden Tag diese scheiß Kacke, Mann. Jeden Tag neue Platten. Ich habe keinen Bock mehr. Man muss halt sagen, dass seit einer Zeit unsere Reise nicht so richtig Schwung hat. Ich hatte erst ein gesundheitliches Problem, dann ist Fabi krank geworden. Ja, jetzt ist Fabi irgendwie an so einem Tiefpunkt. Es hört sich jetzt vielleicht auch irgendwie blöd an für andere, aber ich kann das schon verstehen, wenn das halt jeden Tag einfach ist und jeden Tag, teilweise sogar mehrmals, da geguckt werden muss, aufgepumpt werden muss, ausgebaut, geflickt werden muss. Oh, fuck. Boah, Alter. Ist krass, ne? Aber ausgebrannt, ne? Jupp. Da unten. Puerto. Ja. Alles raus. Ja. Das ist jetzt richtig schlecht für die Felge. Das ist richtig scheiße. Ja. Ja. Wo willst du das wissen? Weltreise mit dem Fahrrad. 10 Euro am Tag. Kein Problem. Machen wir 1000 Euro in der Woche daraus. Und wieder pumpen. Das macht Spaß.
Ja, es spitzt sich zu. 2 Kilometer bevor wir jetzt nach Puerto reingefahren wären, ist der Reifen jetzt so platt, der lässt sich auch nicht mehr aufpumpen. Er ist geplatzt. Nicht geplatzt, er ist geplatzt. Das kennst du doch. Fabi ist hier am Rande des Wahnsinns, verliert hier gerade komplett die Nerven. Müssen wir jetzt halt flicken, die letzten 2 Kilometer fahren und die Felge wird wahrscheinlich im Arsch sein. Wir bekommen hier wahrscheinlich keine Ride anderer Felge. Wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht. So, all unser Zeug und wir haben es jetzt wahrscheinlich rausgefunden und zwar sind hier Schweißnähte da. Das Loch, Fabi, war eben genau an der Stelle. Wir werden jetzt, genau, mit Panzertape diese Felge abkleben, die Schweißnähte zumindest. Provisorisch, das sieht beschissen aus, aber vielleicht hält es dann besser. Soll ich das nicht essen? Ich habe Hunger. Wir haben jetzt unseren letzten Ersatzfaltreifen neu draufgezogen. Ich weiß nicht, wie oft Fabian jetzt schon einen neuen Mantel bekommen hat. Wir haben aber leider festgestellt, dass der Mantel, den Fabian jetzt die ganze Zeit drauf hatte, sowas wie einen Materialfehler hat, weil, ich zeige es euch gleich auf der Kamera, also an den Seiten, da könnt ihr das sehr gut gerade erkennen. Das ist nicht weich wie Gummi, sondern das fühlt sich an wie kleiner Draht. Diese Zacken, die da dran sind, die sind normalerweise nicht an einem Mantel dran. Und was macht einen solchen Tag perfekt? Genau, ein ordentlicher Regenguss. Damit wurden wir natürlich am Ende auch noch belohnt. All das, was ihr in den letzten Minuten gesehen habt, ist tatsächlich innerhalb von einem Tag passiert. Gegenwind, extreme Steigungen, Regen und 2 Platten. Davon ein komplett geplatzter Schlauch. Meine Plattenmisere fand danach endgültig seinen Abschluss. Tatsächlich war es der Schwalbe Marathonreifen, welcher mit seinen rasiermesserscharfen Gummiklingen all meine Schläuche zerstört hat. Im zweiten Teil unserer Teneriffa-Serie machen wir uns auf in Richtung El Teide. Dort kämpfen wir mit rücksichtslosen Autofahrern und müssen extreme Minustemperaturen ertragen.